Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Histotorie, dem Geschichtstutorial des Deutschen Historischen Museums, das historische Fragen einfach einmal anders stellt. Ich bin Tobias und heute lautet unsere Frage an die Geschichte: Wie schließt man nach 30 Jahren Krieg wieder Frieden? Eine Frage, die gerade heute, ob der vielen teils langfristigen Krisenherde, wieder traurige Aktualität hat. Aber fangen wir ganz vorne an. Wie begannen diese 30 Jahre Krieg eigentlich? Am 23. Mai 1618 zogen protestantische Vertreter der böhmischen Stände zur Prager Burg und warfen dort die kaiserlich-katholischen Beamten kurzerhand aus dem Fenster. Heute würde bei solchen politischen Ereignissen eine Welle der Spekulationen über die Folgen durch die Medien gehen. Damals ahnte niemand, welche weitreichenden Folgen der Prager Fenstersturz für die Zukunft haben würde, und spekuliert wurde womöglich auch nicht, zumindest nicht öffentlich. Aber mit dem Aufstand in Böhmen begann ein Krieg, der 30 Jahre dauerte und erst 1648 mit dem Westfälischen Frieden endete. Der Dreißigjährige Krieg war ein Konfessionskrieg zwischen den kaiserlich-katholischen Reichsständen und den protestantischen Reichsständen. In diesem Krieg ging es wie bei vielen Konflikten der Gegenwart jedoch nicht nur um Glaubensfragen, sondern auch um die Verteilung von Besitz und Macht im Reich sowie in Europa. Nacheinander unterstützten Dänemark, Schweden und sogar das katholische Frankreich die Gegner des Kaisers, während die kaiserliche Seite vor allem von der spanischen Verwandtschaft Hilfe erhielt. Versuche, den Krieg zu beenden, hat es schon vor 1648 gegeben, wobei die Friedensschlüsse immer wieder zugunsten der kaiserlich-katholischen Partei ausfielen. Wie also konnte man nach so vielen Jahren noch dauerhaft Frieden schließen? Zunächst musste dafür gesorgt werden, dass alle Kriegsparteien an einen Tisch kamen. Und zumindest das fällt heute vielleicht etwas leichter. Denn damals kam man an zwei verschiedenen Tischen zusammen. Nach Konfessionen getrennt sollten sich die Katholiken in Münster und die Protestanten in Osnabrück versammeln. Ab 1643 kamen die Gesandten der verschiedenen Parteien also nach Münster und Osnabrück. Da man bis dato auch keinen Waffenstillstand beschlossen hatte, gingen die Kämpfe zwischenzeitlich weiter. Die militärische Auseinandersetzung beeinflusste und behinderte immer wieder die Verhandlungen. Am 24. Oktober 1648 wurden dann schließlich die Friedensverträge von Münster und Osnabrück unterzeichnet und besiegelten den Westfälischen Frieden. Hinsichtlich der Religionsfrage besann man sich 1648 einer Regelung, die bereits 1555 im Augsburger Religionsfrieden festgehalten wurde. So sollte der Landesherr entsprechend der Formel cuius regio, eius religio die Religion seiner Untertanen bestimmen. Außerdem sollten Katholiken und Protestanten künftig zu gleichen Teilen auf dem Reichstag vertreten sein, was an die Idee aus dem Libanon von 1989 erinnert. Dort bildeten christliche und muslimische Teilnehmer im Verhältnis 1:1 die Regierung. Auf diese Weise wurde 1648 ein Frieden geschlossen, mit dem alle Parteien weitestgehend zufrieden waren. Doch ganz überstanden war es damit nicht. So musste beispielsweise ein Punkt nachverhandelt werden, dass schwedische Truppen, die sich noch immer im Reich befanden, auf ihren Sold warteten. Nach einem ersten Kompromiss hinsichtlich dieser Frage lud der schwedische Oberbefehlshaber Carl Gustaf von Pfalz-Zweibrücken am 25. September 1649 zu einem Friedensmahl ins Nürnberger Rathaus. Auf diesem Kupferstich sieht man den Pfälzer in schwedischen Diensten am Kopf einer reich gedeckten Tafel im Rathaussaal sitzen. Mit ihm tafeln die Gesandten des Kaisers und der Reichsfürsten. Die Vertreter der Reichsstädte sitzen an einem zweiten Tisch auf der linken Seite. In einer Wandnische im Hintergrund sieht man zudem den schwedischen Löwen. Wirklich abgeschlossen waren die Verhandlungen jedoch erst im Sommer 1650. Was braucht man also, um nach 30 Jahren Krieg wieder Frieden zu schließen? Kompromissbereitschaft und gerechte Lösungen, mit denen alle zufrieden sind. Und das gilt vom Sandkastenstreit bis hoch zur Weltpolitik. Bei letzterem braucht es noch eine Sache mehr: viel Zeit. Wie schließt ihr wieder Frieden, wenn es bei euch mal kracht? Schreibt mir und mein Like ist euch sicher. Bis bald, euer Tobias.